Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Zu den Ursachen und der Heilung von Diabetes hatte ich schon einmal ein Video hochgeladen. Das werde ich euch hier oben gerne verlinken. Diabetiker haben ein großes Risiko, einen Nervenschaden zu erleiden, Probleme mit den Augen zu bekommen, mit dem Herzen und den Nieren. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, welche Arten der Vitamine und Vitalstoffe benötigt werden, um den Körper vor diesen Komplikationen zu beschützen. Das Wort Diabetes bezieht sich auf eine Krankheit, wo der Körper darum kämpft, den Blutzucker zu regulieren. Dies führt zu hohen Blutzuckerwerten, was man Hyperglykämie bezeichnet. Im Laufe der Zeit zerstören diese hohen Blutzuckerwerte die Blutgefäße, was wiederum dazu führt, dass das Herz Schaden nimmt, die Arterien, das Gehirn, das Nervensystem, die Augen und die Nieren. Diabetes zählt tatsächlich heute zu den häufigsten Todesursachen auf der Welt und wird durch eine ungesunde Lebens- und Ernährungsweise verursacht. Dies resultiert in Heißhungerattacken auf Kohlenhydrate, Müdigkeit und Erschöpfung nach dem Essen, Stimmungsschwankungen wie Sorgen, Wut oder Traurigkeit und manchmal eine verschwommene Sichtweise. Diese diabetischen Gesundheitsprobleme werden durch ein Problem mit dem Kommunikationshormon Insulin verursacht, welches die Zuckermenge im Blut kontrolliert. Es wird geschätzt, dass mehr als 50% der Erwachsenen an einer Art der Insulinresistenz leiden, was zu Problemen wie Adipositas, Herzkrankheiten, Diabetes und kognitiven Beeinträchtigungen führen kann. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz an. Eine Ernährungsumstellung kann eine effektive Methode sein, die Insulinresistenz umzukehren und dem Diabetes und auch dem Prädiabetes den Kampf anzusagen. Lass uns daher mit dem ersten Nährstoff beginnen, den der Diabetiker benötigt. Erstens Kalium. Wenn du dieses Mineral konsumierst, hilft es deinen Zellen, mehr Zucker aufzunehmen und diesen aus dem Blut zu entfernen. Es tut dies, indem es das Insulin sensitiver macht, das Hormon, welches verantwortlich für die Blutzuckerkontrolle ist. Unglücklicherweise nehmen 9 von 10 Menschen nicht genügend Kalium in ihrer Ernährung auf. Insbesondere Diabetiker benötigen täglich mindestens 4.700 Milligramm Kalium, um jeglichen Schaden, der durch den Diabetes verursacht wird, wieder gut zu machen. Man könnte Kaliumcitrat in Form eines Nahrungsergänzungsmittels oder eines Pulvers in einem Glas Wasser aufgelöst einnehmen. Aber noch besser wäre es, ausreichend Kalium durch den Verzehr von grünem Blattgemüse, Avocados und Sprossen aufzunehmen. Schaut euch gerne mein Video zum grünen Detox-Smoothie an. Zweitens Vitamin B1. Das Thyamin ist ein wasserlösliches Vitamin, das den Zellen dabei hilft, aus Kohlenhydraten und Zucker Energie zu produzieren. Studien zeigen, dass die Einnahme von Benfotiamin, eine fettlösliche Form des Vitamin B1, in 70% der Fälle von Diabetes-Patienten hilft, ihre Symptome bezüglich der Nervenschädigungen und Neuropathie zu verbessern. Dies beinhaltet Symptome wie Kribbeln, Stechen, Brennen, Taubheit oder schießende Schmerzen in Füßen und Händen. Dieses Nahrungsergänzungsmittel kann in Dosen von 600 Milligramm täglich während einer maximalen Zeitspanne von 6 Monaten eingenommen werden. Vitamin B1 hilft den kleinen Energiefabriken in den Mitochondrien der Zellen, mehr Energie zu produzieren, sodass die Nervenzellen heilen und sich selbst regenerieren können. Gute natürliche Nahrungsquellen für Vitamin B1 stellen unter anderem Nährhefe, Lachs, Leinsamen und Sonnenblumenkerne dar. Drittens Chrom. Es ist ein Spurenelement, welches wir nur in sehr kleinen Mengen von 25 bis 35 Mikrogramm täglich benötigen. Gute Quellen für die Versorgung mit Chrom sind tierische Produkte, besonders Leber, Nieren und Muskelfleisch, auch von Rindfleisch, weiter Käse, Austern, Eier, aber auch Nüsse, Bohnen, Nährhefe unter anderem, Brokkoli und grüner Salat. Studien besagen, dass Chrom, wenn es ausreichend durch die Nahrung aufgenommen wird, das Insulin sensibel dafür macht, den überschüssigen Zucker im Blut zu entfernen. Es hilft dabei, das Endothel, also die innere Schicht der Arterien, zu beschützen und oxidativen Stress im Herz und Gehirn zu verhindern. Chrompikolinat ist die bioaktivste Form dieses Spurenelementes, wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte. Viertens Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind essentiell für den Körper und müssen diesem über die Nahrung zugeführt werden. Sie haben antientzündliche Eigenschaften. 2 entscheidende Omega-3-Fettsäuren sind die EPA und DHA, die man in verschiedenen Fischsorten vorfindet, welche die Algen Schizochitrium fressen. Die Omega-3-Fettsäuren werden heute auch direkt aus diesen Algen extrahiert, weshalb es nicht notwendig ist, kiloweise Fisch, der heute meist stark mit Quecksilber und anderen Schwermetallen belastet ist, zu essen.
Allerdings sind die Omega-3-Fettsäuren im Krillöl an sogenannte Phospholipide gebunden, wodurch sie im menschlichen Organismus weitaus besser aufgenommen und verwertet werden können, weshalb das bioverfügbarste und beste Nahrungsergänzungsmittel dazu das Krillöl ist. Diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren EHA und DPA helfen den diabetischen Schmerz, Muskelschmerzen und Nervenverletzungen zu lindern, indem sie die Entzündungen reduzieren. 2000 bis 5000 Milligramm täglich davon eingenommen hat in Studien gezeigt, dass die Neuropathie-Fortschreitung des Diabetikers verlangsamt wurde und die Nerven davor geschützt wurden, abzusterben oder zu verkümmern. Zusätzlich haben Omega-3-Fettsäuren mächtige Vorteile für das Gehirn, die Augen, die Haut, das Herz und bei der Kontrolle des Blutzuckers. 5. Vitamin D. Wusstest du, dass hohe Spiegel von mentalem Dauerstress den Blutzuckerspiegel erhöhen können? Denn Stress verursacht, dass hohe Mengen Cortisol produziert werden. Ein Hormon, welches die Proteine der Muskeln in Zucker umwandelt, um dem Körper in Stresssituationen mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Einige Studien bestätigen, dass Dauerstress über lange Perioden das Risiko erhöhen kann, Diabetes zu entwickeln, selbst ohne den Konsum von großen Mengen Zuckers oder Kohlenhydraten. Vitamin D jedoch hilft dabei, Stress zu reduzieren, indem es die Cortisolproduktion reguliert. Es hilft auch, die Stimmung zu verbessern, Entzündungen zu vermindern und das Immunsystem gegen Infektionen zu stärken. Angeraten wäre es daher, in diesen Breitengraden Vitamin D3 in Tropfenform zu supplementieren und es in höheren Dosen von 1000 Einheiten pro 10 Kilogramm Körpergewicht mit 200 Mikrogramm Vitamin K2 einzunehmen. 6. Coenzym Q10. Dies ist ein fettlösliches Molekül, welches signifikante Gesundheitsvorteile besitzt für diejenigen, welche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden oder an Diabetes. Dieses starke Antioxidant findet sich reichlich im Herzen, der Leber, den Nieren, Lungen, der Milz, der Bauchspeicheldrüse und den Nebennieren. Alle Zellen im Körper benötigen Q10 für ihren Energiebedarf, insbesondere die Mitochondrien. In Menschen mit Diabetes ist der erhöhte Blutzuckerspiegel für die Mitochondrien ein Problem, das sie allein nicht mehr bewältigen können, und das führt zur Oxidation und Organschädigung im gesamten Körper. Je älter und kränker der Mensch wird, umso weniger Q10 produziert der Körper, weshalb wir unseren Körper dabei unterstützen können, mehr davon durch die Nahrung aufzunehmen, wie aus Innereien von Biotieren, fettem Fisch, Bio-Eiern, Bio-Butter und so weiter. Denn tierische Lebensmittel enthalten hohe Mengen von dem Q10. Zu empfehlen wäre es hier, dieses wichtige Coenzym und Antioxidant zu supplementieren. Hier ist es sehr wichtig, das Ubiquinol zu verwenden, weil es die bioaktivste und aktivierte Form des Coenzym Q10 darstellt. Alle Einzelheiten und wichtigen Informationen dazu findet ihr in meinem Video dazu, das verlinke ich euch hier oben gerne. 7. B-Vitamine. Oben haben wir bereits erwähnt, dass Vitamin B1 essentiell ist, um die Nerven vor Schaden zu bewahren im Falle von Diabetes. Dasselbe kann für den gesamten Vitamin B-Komplex gesagt werden, insbesondere Vitamin B6 und B12, die dabei helfen, die Myelinscheide, also die schützende Ummantelung der Nerven, zu bauen. Zu empfehlen wäre es, den Vitamin B-Komplex in Form eines Nahrungsergänzungsmittels einzunehmen. Die beste natürliche Quelle jedoch stellt die Nährhefe dar. Der Vitamin B-Komplex hilft dabei, Nervenschmerzen zu lindern, den Energiespiegel zu erhöhen und normale neurologische Funktionen im Gehirn zu gewährleisten. 8. Lösliche Ballaststoffe. Wenn man Gemüse konsumiert, so helfen seine Ballaststoffe dabei, die freundlichen Bakterien im Darm- und Verdauungssystem zu füttern. Diese Bakterien setzen dann einen Stoff namens Butyrat frei, welcher eine Insulinresistenz reduziert. Eine Studie zeigt, dass eine ballaststoffreiche Ernährung dabei hilft, eine Insulinsensitivität zu erhöhen und den Blutzuckerspiegel zu reduzieren, sowie das Cholesterinprofil in Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern. Dies ist auch sehr hilfreich, Adipositas und eine Gewichtszunahme zu bekämpfen. Exzellente Quellen dafür beinhalten Chiasamen, Avocados, Basilikumsamen, Himbeeren, Spargel, Artischocken. Die Cognac-Wurzel enthält sagenhafte 40% lösliche Ballaststoffe, ein Wert, den man kaum in einem anderen Lebensmittel findet. In Form der Shirataki-Nudeln kann man sie wunderbar in den Speiseplan integrieren. Und sie senken nicht nur den Blutzuckerspiegel und beugen einer Insulinresistenz vor, sie senken auch den Cholesterin- und Blutfettspiegel, sie regulieren die Verdauung, pflegen Darmflora und Darmschleimhaut, beugen Krebs vor, stärken das Immunsystem und sind basisch, glutenfrei und low-carb geeignet. Die Glucomannan-Fasern aus der Cognac-Wurzel sind auch in Form eines Pulvers oder eines Nahrungsergänzungsmittels erhältlich.
Hier müsste man jedoch darauf achten, ausreichend Wasser damit zusammen zu trinken. Schaut euch auch gerne eines meiner Rezeptvideos zu den Shirataki-Nudeln an. 9. Essigsäure. Diabetes kann den Körper daran hindern, die richtige Menge an Nährstoffen zu absorbieren, inklusive derjenigen, die wir oben erwähnt haben. Die guten Nachrichten sind jedoch, dass die Essigsäure in naturtrübem Bio-Apfelessig dabei hilft, den Magen zu stärken, sodass er dann die genannten Nährstoffe und Mikronährstoffe absorbieren kann. Mische dazu einen Esslöffel des naturtrüben Apfelessigs in einem Glas Wasser und trinke dieses vor jeder Mahlzeit. Das hilft auch dabei, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und den Metabolismus zu unterstützen und eine gesunde Gewichtsabnahme zu fördern. 10. Zink. Es ist üblich für Diabetiker, unter verschwommener Sicht zu leiden, denn hoher Blutzuckerspiegel verursacht Schaden an der Retina und dem Nervengewebe in den Augen. Wer jedoch für die tägliche Erfordernis an Zink sorgt, kann eine Retinopathie helfen zu verhindern. Diabetiker tragen immer das Risiko von Gewebetod, einer diabetischen Nekrose, welche üblicherweise in den Füßen auftritt. Zink jedoch hat gezeigt, dabei zu helfen, dies zu verhindern, indem es die Produktion von Glutathion erhöht, dem Meisterantioxidans, das in der Leber hergestellt wird. 11. Magnesium. Dies ist ein Mineral, welches in Hunderten von chemischen Reaktionen involviert ist, angefangen bei der Herstellung unserer DNA bis hin zur Kontraktion unserer Muskeln. Es wird geschätzt, dass über 50% der Amerikaner nicht genügend Magnesium konsumieren, um ihren täglichen Bedarf zu erfüllen. In Deutschland sollen es ungefähr 34% sein. Ein Magnesiummangel kann eine Insulinresistenz in Diabetikern verschlimmern. Mehr davon daher täglich aufzunehmen, kann dabei helfen, neue Schadenswege abzuhalten und den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten. Die besten Lebensmittel für natürliches Magnesium stellen vor allem rohköstliche Schokolade dar. Schaut euch gerne mein Rezeptvideo dazu an. Aber auch Avocados, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne unter anderem stellen gute Magnesiumquellen dar. Zu empfehlen wäre es jedoch in jedem Fall, Magnesium zu supplementieren. Die besten Magnesiumformen stellen Magnesiumdicitrat und Magnesiumglycinat dar. 12. Curcumin. Dies ist ein mächtiges antientzündliches Gewürz, welches für seine schmerzlindernde Wirkung bekannt ist. Es kommt in der Kurkuma-Wurzel vor. Studien zeigen, dass Curcumin verhindern kann, dass sich eine Prädiabetes in eine Diabetes entwickeln kann, weil es dabei hilft, dass sich die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse regenerieren. Denn diese Zellen sind dafür verantwortlich, das Insulin zu regulieren und so den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten. Man kann die Kurkuma sehr gut in der goldenen Milch benutzen, schaut euch gerne auch mein Video dazu an. Durch die Zugabe von schwarzem Pfeffer wird das Curcumin um 2000% bioverfügbarer. Zu empfehlen wäre auch hier in jedem Fall das Curcumin als Nahrungsergänzungsmittel zu supplementieren. Das dazu. Ja, viel wichtiger jedoch als einen Diabetesschaden durch die oben genannten Vitamine zu verhindern, wäre es natürlich, ihn zu heilen, solange das noch möglich ist. Und das geschieht in der Hauptsache durch eine Low Carb, noch besser eine strenge ketogene Ernährung. Regelmäßige tägliche Bewegung und effektives Stressmanagement sind ebenso wichtig im Kampf gegen den Diabetes. Das und noch viel mehr habt ihr ja schon in meinem Video zur Heilung von Diabetes erfahren, das ich euch oben verlinkt hatte. Schaut euch das unbedingt nochmal an. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.